Leute, stellt euch mal vor, ihr küsst einen geliebten Menschen auf die Wange, wie beispielsweise euer Kind, und es passiert das hier. Die Haut wird ganz rot, sie schwillt an, ihr müsst mit eurem Kind zum Arzt gehen, um das Ganze medizinisch behandeln zu lassen. Und ich denke mir das gerade nicht aus, denn diese Fälle sind tatsächlich passiert. Und zwar, weil Mütter sich zuvor einen sogenannten Lip Plumper auf die Lippen aufgetragen haben, der danach in Kontakt mit der Haut des Kindes gekommen ist. Und deshalb brennt es mir heute auf den Lippen, über diese Lip Plumper zu sprechen. Ich habe mich wirklich einer sehr, sehr intensiven Recherche gewidmet und ich muss sagen, einige Informationen haben mich teilweise sehr schockiert und genau diese Informationen möchte ich heute mit euch teilen. Ich möchte euch sagen, wie gefährlich diese Lip Plumper sind, worauf man achten sollte und vielleicht kann ich mich auch dazu überwinden, so einen Lip Plumper selbst auszuprobieren. Zunächst einmal sollten wir klären, was Lip Plumper überhaupt sind, denn viele von euch sind noch nicht mit diesen Produkten in Kontakt gekommen und hier treffen wir bereits auf die allererste Problematik, denn der Begriff Lip Plumper ist nicht genau definiert, aber man kann vielleicht so ganz allgemein sagen, dass Lip Plumper Produkte sind, die vor allem Richtung Lipgloss gehen und die eben dafür sorgen sollen, dass die Lippen größer erscheinen. Das kann man allerdings auf verschiedensten Wegen erzielen. Es gibt die Möglichkeit, den optischen Weg zu gehen, zum Beispiel durch einen Standard-Lipgloss, der die Lippen einfach voller aussehen lässt, weil er diese glänzende Schicht auf den Lippen erzeugt, oder aber man fügt dem Lipgloss noch Hyaluron bei, wodurch die Lippen so einen leichten Feuchtigkeitsboost abbekommen und sie eben dadurch ein kleines bisschen voller wirken. Die dritte Kategorie der Lip Plumper setzt allerdings ganz bewusst auf reizende Inhaltsstoffe, die eben dazu führen, dass die Lippen nach circa 15 Minuten anschwellen und genau diese Schwellung soll die Lippen für ein paar Stunden voller wirken lassen. Ich werde mich heute auf die dritte Kategorie konzentrieren, also Lip Plumper, die ganz bewusst auf reizende Inhaltsstoffe setzen, um die Lippen anschwellen zu lassen. Und auch hier haben die Marken eine gewisse Auswahl, was diese Inhaltsstoffe angeht. Es gibt beispielsweise Benzylnicotinat, Vanillylbutylether oder aber auch Menthol. Auf diese Inhaltsstoffe werde ich nicht so genau eingehen, sondern auf den Inhaltsstoff, der sehr, sehr oft in Lip Plumpern vorkommt oder der in Kombi mit den zuvor genannten Inhaltsstoffen verwendet wird. Und zwar sind das die Bestandteile der Chili-Pflanze. Der Chili-Effekt in den Lip Plumpern basiert auf den in der Chili-Pflanze enthaltenen Capsaicinoiden. Dazu gehört das Dihydrocapsaicin, aber auch das Standard-Capsaicin. Und ich denke mal, dass die meisten von uns etwas mit dem Wort Capsaicin anfangen können, vor allem im Zusammenhang mit der Schärfe der Chili-Pflanze. Und dieses Capsaicin ist einfach dazu in der Lage, ganz bestimmte Rezeptoren, die sich auch in unserer Haut befinden, zu aktivieren, wodurch wiederum andere Prozesse in Gang gesetzt werden, die dazu führen, dass ganz bestimmte Signale an unser Gehirn weitergeleitet werden und diese Signale wiederum sorgen für diese Schmerzwahrnehmung bzw. den Kribbeleffekt, den wir auf der Haut spüren. Und dieser Effekt wird auch ganz bewusst in der Schmerztherapie genutzt, denn wenn man regelmäßig capsaicinhaltige Produkte auf die Haut aufträgt und da reicht bereits eine geringe Konzentration ab 0,075% aus, dann werden die Rezeptoren blockiert, was wiederum zu einer geringeren Schmerzwahrnehmung führt. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Wir wissen zwar, warum dieser Schmerz bzw. Brenneffekt auf den Lippen durch capsaicinhaltige Inhaltsstoffe erzeugt wird, nur was hat es mit der Schwellung zu tun? Natürlich werden nicht nur die Rezeptoren aktiviert und diese Schmerzwahrnehmung erzeugt, sondern es werden auch noch weitere Prozesse in Gang gesetzt, die zu entzündlichen Reaktionen führen, wie beispielsweise Rötungen und Schwellungen. Und zweiteres ist ja genau das, was diese Lip Plumper erreichen wollen. Heißt das etwa, dass die Marken uns eine bewusste Irritation der super empfindlichen Lippenhaut als Innovation verkaufen wollen? Ja, das heißt es, denn super viele Marken nutzen das als Marketingstrategie. Ich meine, klar ist es schwer, ein Produkt zu verkaufen, indem man sagt, okay, das reizt deine Lippen so krass, dass sie anschwellen, aber das Ganze als Innovation oder als etwas super Positives zu vermarkten, halte ich persönlich für schwierig. Es gibt hier und da ein paar Marken, deren Herangehensweise ich gut finde, also wie das beispielsweise
bei Essence oder Catrice der Fall ist. Da kann man immerhin einen Warnhinweis auf den Produktverpackungen vorfinden, dass man diese Lip Plumper nicht auf empfindliche oder gereizte Haut auftragen sollte. Und wenn wir schon mal bei dem Thema sind, Essence ist eine der wenigen Marken, die ihre Capsaicin-Konzentration mit 0,3% ganz transparent angibt, und das finde ich echt großartig, weil ich genau diese Angabe dafür nutzen konnte, einen kleinen Vergleich herzustellen. In diesem Lipgloss, der 0,3% Capsaicin enthält, ist insgesamt 13 Milligramm Capsaicin vorzufinden. Das entspricht ungefähr einer halben frischen Chilischote oder weniger als 3 frei verkäuflichen Wärmepflastern. Ehrlich gesagt hat sich meine Meinung nach der intensiven Recherche nicht wirklich verändert, sondern sogar gefestigt. Ich persönlich würde euch Lip Plumper aus hautphysiologischer Sicht nicht unbedingt weiterempfehlen, weil einfach diese capsaicinhaltigen Inhaltsstoffe sehr reizend für die Haut sind und das bereits in geringen Konzentrationen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Lippen sehr empfindlich sind, vor allem im Vergleich zu anderen Arealen, denn die Lippenhaut ist deutlich dünner und eben dementsprechend auch sehr, sehr viel anfälliger für äußere Faktoren. Und da bekannt ist, dass eine immerwährende Irritation der Haut zu einer strapazierten oder gar geschädigten Hautbarriere führen kann, ist das noch ein Aspekt, den man im Hinterkopf behalten sollte. Außerdem wirkt Capsaicin penetrationsfördernd, das heißt potenziell reizende oder gar allergieauslösende Stoffe können auch noch besser in die Haut eindringen. Und ich habe bei meiner Recherche herausgefunden, dass es Hinweise darauf gibt, die allerdings nicht am Menschen beobachtet wurden, dass die Blockade dieser Rezeptoren, die unter anderem für die Schmerzwahrnehmung verantwortlich sind, dass das zu einem erhöhten Hautkrebsrisiko führen kann, hauptsächlich dann, wenn weitere hautkrebsbegünstigende Faktoren mit im Spiel sind, wie beispielsweise UV-Strahlung. Wie gesagt, da benötigt es noch mehr Forschung, um einfach noch mehr Daten zu sammeln, aber ich würde euch dennoch vorsichtshalber dazu raten, diese capsaicinhaltigen Lip Plumper nicht bei intensiver UV-Strahlung zu verwenden. Okay, ich weiß, das war jetzt ein bisschen viel Input, aber ich hoffe dennoch, dass ihr etwas für euch mitnehmen konntet. Und falls ihr euch für den Inhalt des Videos nochmal interessieren solltet, das nochmal nachlesen möchtet, euch für meine Quellen interessiert, ich habe auch noch einen Blogpost dazu verfasst. Das heißt, ich verlinke euch das Ganze wie immer unten in der Beschreibung, dann könnt ihr ratzfatz draufklicken und schon seid ihr auf meiner Webseite. Und ich habe euch auch zu Anfang des Videos gesagt, dass ich so einen Lip Plumper ausprobieren werde, und das werde ich jetzt auch tun. Und zwar werde ich den Lip Plumper von Essence testen, der wie gesagt 0,3% Capsaicin enthält. Und das ist wirklich das allererste Mal, dass ich ganz bewusst einen Lip Plumper auftrage. Ich hatte das bereits mit einem Produkt, da war das anhand der Produktbezeichnung, aber auch Beschreibung nicht ersichtlich, dass da capsaicinhaltige Inhaltsstoffe enthalten sind, und es hat mir wirklich, ja, die Schuhe ausgezogen oder die Socken ausgezogen, wie auch immer das heißt. Also mir ist dann komplett die Gusche weggebrannt, als ich das Produkt aufgetragen habe. Und heute trage ich einen Lip Plumper ganz bewusst auf und dann schau mal. Also ich nehme nur ein ganz kleines bisschen. Aua. No, God! No, God, please, no! 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 Oh, das brennt. Das brennt. Das brennt wie verrückt. Oh, nee, das ist überhaupt nichts für mich. Also würde ein Hautpflegeprodukt sowas auf meiner Haut verursachen, ich würde das sofort runternehmen. Ich würde mir echt wünschen, wenn Marken ihre Lip Plumper entsprechend kennzeichnen, damit die Kunden und Kundinnen sofort erkennen können, dass da bewusst reizende Inhaltsstoffe beigefügt wurden, damit man einfach keine böse Überraschung erlebt. Denn sind wir mal ganz ehrlich, nicht jeder von uns kennt die botanische Bezeichnung für die Chili-Pflanze und nicht jeder von uns hat die Zeit, sich durch diese kleinen Booklets aus Etikettenklebstoff durchzuwühlen und zu schauen, ob man da irgendwas
irgendwo in der ellenlange Inhaltsstoffliste das Capsaicin finden kann oder eben einen anderen Chili-Extrakt oder dergleichen. Und dementsprechend finde ich es zum Beispiel in diesem Fall richtig gut, dass das hier drauf steht. Also hier steht drauf, dass Chili enthalten ist. Auf dem Lipgloss von Essence ist auch nochmal eine Chili drauf und hier steht auch nochmal drauf with Chili-Extrakt. Aber nicht alle Marken handhaben das so und nicht bei allen Marken ist sofort erkennbar, dass es sich um solch einen Lip-Plumper handelt, denn oft wird das so ein bisschen verschleiert oder die Produktbezeichnung bzw. die Produktbeschreibung gibt da einfach keinerlei Auskunft darüber. Das war's schon mit meinem Video zu Lip-Plumpern. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr es teilen würdet, damit noch mehr Menschen erfahren, wie Lip-Plumper funktionieren und worauf man eventuell achten sollte. Und ansonsten könnt ihr mir natürlich auch unten in die Kommentare schreiben, was ihr von Lip-Plumpern haltet, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.